Moin Leute, willkommen im Wunderland. Heute ist ein schöner Tag. Die Straßenbaustelle in Knuffing kann ich endlich fertigstellen. Dann passiert diese Folge noch irgendwas völlig Unerwartetes, von dem ich jetzt noch gar nichts weiß. Ich glaube, es ist in Österreich. Lasst euch überraschen. Heute ist ein Tag, auf den ich mich sehr gefreut habe. Die Straßenbaustelle in Knuffing wird heute fertiggestellt und wir können sie endlich einsetzen. Sie ist bereits in 2 Folgen vorgekommen. Da sind wir die einzelnen Sachen, die sich hier bewegen und Mechaniken schon durchgegangen und haben sie gebaut. Sie ist dann aber leider mit dem Eintreffen von Patagonien bei Felix im Schrank gelandet und dann wurden erstmal alle Modellbauer in den Patagonien-Abschnitt gezogen und hatten da jetzt bis zur Eröffnung zu tun. Und jetzt nach der Eröffnung haben wir endlich die Zeit gehabt, uns wieder um Sachen zu kümmern, die in den Schränken liegen geblieben sind. Daher war die Baustelle jetzt bei Felix und er hat sie dekoriert und hübsch gemacht und da hat er wirklich so unglaublich viel Liebe reingesteckt. Das sieht wunderbar aus und ich bin schwer begeistert. Felix hat hier mit unglaublich viel Liebe zum Detail gearbeitet, sei es die Bauarbeiter, die Pause machen, ein paar Maulwürfe, die demonstrieren gegen den Baulärm. Die Arbeiter sind vertieft in ihrer Arbeit. Es sind wieder viele schöne kleine Sachen zu entdecken. Die Löwenzahnpflanzen, die überall eingebaut sind. Das sieht wirklich sehr schön aus. Wenn der Knopf betätigt wird, werden sich 3 Dinge hier in Bewegung setzen. Das ist einmal die Walze in der Mitte. Sobald sie losfährt, kann man sehen, dass sie aus Versehen die Farbtöpfe von dem Maler, der gerade damit beschäftigt war, den Mittelstreifen aufzumalen, übergefahren hat und die Farbe auf der Fahrbahn verteilt. Wir hatten damals ja eine Umfrage gestartet, was hier noch in die Ecke der Baustelle passen würde. Und da haben wir ja aus den Kommentaren die Idee von Pupsi ausgewählt. Ein Bagger dreht sich, zerschlägt dabei eine Dixie-Toilette und Meister Röhrig sitzt auch noch drin. Also wie Felix so kleine Figuren hinkriegt, dass man es doch ohne Probleme erkennen kann, wer das sein soll, wirklich großartig. Und hier haben wir unseren guten alten Rüttler, eine der meistgenutzten Bewegungen aus dem Wunderland. Der hat schon so viele Millionen Male funktioniert und schon so vielen Menschen ein Lächeln auf den Mund gezaubert. Daher haben wir ihn einfach genauso wieder eingebaut, wie er war. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Arbeiter, der da hinten drauf ist. Den muss ich jetzt noch fertig machen. Ich habe eine passende Figur gefunden mit der richtigen Körperhaltung, die schön hinter dem Rüttler stehen kann. Das ist eigentlich ein Bergarbeiter, würde ich sagen. Deshalb nehmen wir jetzt ein bisschen Orange, ziehen ihm einmal eine Warnweste an, machen seinen Helm orange und dann sieht er so aus wie seine Kollegen. Bei dem Aufkleben von dem Arbeiter muss man darauf achten, dass er möglichst nicht den Boden berührt. Bei dem Alten war das so, dass man alle 3 Monate die Figur wechseln musste, weil sie Tag für Tag langsam, aber sicher ihre Füße und ihre Beine am Fußboden abgearbeitet hat. Ja, aber er scheint tatsächlich nicht auf den Boden zu kommen, das ist wirklich gut. Dann gehe ich jetzt noch einmal kurz unter die Anlage und verkabel das Ganze. Das ist aber schon vorbereitet von unseren Elektronikern und ich muss nur ein paar Stecker zusammenstecken. Fertig. Yes. Das darf nicht so anstrengend aussehen. Damit ist die Renovierung der Straßenbaustelle in Knuffing abgeschlossen. Das ist wirklich ein Projekt gewesen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir gehen jetzt rüber in den Österreich-Abschnitt. Da hat Marvin nämlich ein Problem mit einer Seilbahn. Na Marvin, wo drückt denn der Schuh? Die Kanzelwandbahn ist uns die letzten Tage 2-mal durchgerissen, also Ja. das Tragseil. Ich gehe davon aus, wir haben irgendwo eine scharfe Kante. Können wir mal in der Talstation oder in der Bergstation gucken. Je nachdem, wo das Gewicht drauf liegt und dann gucken wir mal. Das Seil müssen wir auf jeden Fall wechseln.
die Gondeln wieder anhängen. Aber ja, am besten klettern wir erstmal hoch und gucken, was los ist. Was hältst du davon, wenn du kletterst und ich unten durchkrabbel? Machen wir so. Machen wir? Gut. Ich wollte ja hier an die Talstation, an die kommt man nämlich noch relativ gut an. Marvin muss an die obere, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Geht. Ich gucke mir mal die Stöpsel noch mal an, hier in der Mitte. Das kann auch immer so ein Punkt sein, wo sich das vielleicht aufreißt. Ja. Ja, ohne Scheiß, das ist es. So scharf. Das, was Marvin da macht und wo er gerade ist, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Arbeitspositionen, die es hier gibt. Er muss mit dem Knie aufpassen, du kannst jetzt nicht durchs Bild laufen, wenn ich hier rede, ja? Also, Marvin. Ja, dann tut man nicht mehr. Red einfach weiter. Marvin hat da gerade eine sehr schwierige Arbeitsposition. Er muss einerseits mit seinem Knie aufpassen, dass er nicht gegen die Seilbahnseile kommt. Er muss mit seinen Füßen aufpassen, dass er nicht auf die Schienen kommt und Züge entgleisen. Über seinem Kopf ist so eine Glaspipette von der Sprinkleranlage, die er im besten Fall heilen lässt. Und dann haben wir auch noch echtes, spitzes Glas hier oben auf der Schneedecke drauf. Da kommt jeder ins Schwitzen. Wir haben jetzt alle Einzelteile der Seilbahn nach unten gebracht. Und was jetzt auf den ersten Blick ein bisschen gemütlich aussieht, ist das Wichtigste, was wir machen können. Der Teufel ist bei uns nämlich oft im Detail versteckt und das Detail ist bei uns ziemlich klein. Deswegen gucken wir uns erstmal die Stützen an, die Bergstation, die Talstation und gucken, wo wir irgendwo eine scharfe Kante finden. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Suche. Dafür haben wir einen Q-Tip, ein Wattestäbchen, mit dem können wir scharfe Stellen eigentlich immer ganz gut finden. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir fündig werden. Das sieht jetzt hier gut aus. Wenn irgendwo eine scharfe Kante wäre, dann würde gleich sich ein bisschen Watte daran verhaken und wir könnten genau sehen, wo unser Problem ist. Hier bei der Talstation, muss ich aber sagen, sieht das gut aus. Na? Wir haben ja diese zwei Auflagen hier für das Seil. Ja. Und in der Mitte haben wir so ein Röhrchen. Ja. Wenn du jetzt aber mal hier genau in die Seilauflage guckst, dann siehst du, dass dieses Röhrchen mittlerweile sogar schon runtergeschliffen ist. Oh, da hat sich das Seil in das Messing reingeschnitten. Genau, wir haben da quasi einmal so ein Loch im Röhrchen. Ja. Und wenn du da rüber gehst, das siehst du richtig, da ist höchstwahrscheinlich das Seil gerissen. Da bin ich mir fast sicher. Ich gucke mir jetzt nochmal die Bergstation an. Ja. Aber ich glaube fast, das wird sein. Haben wir die auch in Messing oder gibt's die nur in Plastik? Von den Herstellern haben wir die auf jeden Fall in Plastik da. Ich glaube, langfristigerer Gedanke wäre, die vielleicht aus Messing zu gestalten. Wollen wir uns welche selber bauen? Ich glaube, das wäre am besten, ja. Sonst hängen wir da in 3 Wochen wieder dran. Ja. Oder morgen. Ja. Marvin, wunderschön wird das. Die Farbe auf den Seilauflagen ist jetzt trocken. Wir setzen das Ganze jetzt zusammen. In der Werkstatt ist es hier leider ein bisschen dunkel geworden, weil wir einen kleinen Stromausfall haben. Infolge der Umbauarbeiten hier in der Werkstatt. Deshalb stecken wir es jetzt kurz zusammen und flitzen dann in die Anlage.
Marvin, Oh, geschmeidig. das schaut wirklich gut aus. Ja, Das hätten wir selbst nicht besser hinbekommen können. ich glaube auch. Ich bin zufrieden. Feierabend. Besser ist. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, uns bei der Arbeit zuzugucken. Marvin und ich ziehen uns jetzt erst noch mal ein paar Glassplitterchen aus den Fingern raus. Und ihr, was macht ihr? Ich weiß es nicht. Fernseher abschalten. Dü, 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 dü. Nee.